Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Ein kleines Päckchen aus Flörsheim. Viele Steine, die schon länger hier bei mir liegen, zum Teil auch schon zusammengebaut sind, werden dann die Tankstelle ergeben und wie diese jetzt weitergebaut wird, das will ich ab heute wieder zeigen. Ein Dankeschön geht heute erstmal nach Flörsheim. Ich habe beim letzten Mal die fehlenden Teile sofort, nachdem ich hier angefangen bin zu bauen, moniert bzw. online die Bestellung rausgesucht, die Tankstelle angewählt, die Fehlteile eingegeben und ganze 3 Wochen später waren die Steine bei mir. Ich denke mal, sie werden dann wohl aus China gekommen sein, denn direkt aus Flörsheim wäre es noch schneller gegangen. Aber es ging wirklich unspektakulär. Ich habe das ausgewählt, was fehlte. Einen Tag später nochmal angerufen, weil ich noch was anderes zu tun hatte. Da war mir schon gesagt, das ist alles schon eingetütet, das ist unterwegs, das geht schnell. Mit 3 Wochen aus China bis nach mir hin ist völlig okay. Was soll ich ansonsten großartig sagen? Ich habe euch in meinem ersten Video dazu schon alles vorgestellt. Bei mir steht alles auf dem Tisch. Mein Päckchen liegt hier. Das machen wir jetzt mal schnell auf. Hier sind viele Fliesen drin und somit kann es dann losgehen. Bauschritt 28 und bevor es jetzt noch weiter in die Höhe geht und ich so einiges vergesse, denke ich mal, können wir hier mal so ein bisschen über das ein oder andere reden. Ihr könnt das ja hier relativ gut sehen. Also hier hält es dann wieder immer nur an einer Noppe, wo ich mich frage, was soll der Blödsinn? Hier sind es bloß Fliesen. Hätte ich hier nicht eine 1x6 oder 1x8 ist es glaube ich sogar gewesen, sondern hätte das ein bisschen gestückelt, hätte ich hier Platz für eine zweite Noppe gehabt. Das Ganze hätte gehalten. Hier kriege ich keine zweite Noppe hin. Hier muss man dann mit dieser einen Noppe leben oder man nimmt diesen Zaun einfach weg. Er ist in dieser Bauzeit im Grunde genommen sowieso eigentlich nur störend. Ich habe noch mal mit dran gemacht, aber der stört mehr, als dass er dient. Das große Problem, was ich hier wieder habe, das ist dieses zwingende Bedürfnis von Bluebricks und alles in 1x1 und 1x2 Steinen zu verkaufen. Man hätte die Mauersteine, guckt mal nach Bluebricks. Also ich habe da schon mal einen Händler gesehen, der hat die auch in 1x4 gehabt. Gerade die untere Reihe, die grauen, hätte man alle perfekt in der etwas größeren Variante machen können. Da wo es nicht geht, nimmt man die 1x2. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist so. Das macht man ganz einfach mal so. Aber es hätte dann wesentlich mehr Stabilität gebracht, als immer alles in 1x4, in 1x2 zu nehmen, wo ich das dann wirklich nur versuche mit einer Reihe Fliesen zu halten. Was auch funktioniert, weil die Klemmkraft der Steine, die ist wahnsinnig gut, aber es ist doch optisch sind es wahnsinnig viele Fugen. Hätte ich jetzt die untere Reihe in 1x4 genommen, hätte ich 50% aller Fugen eingespart. Es hätte mit den Steinen schon wieder wesentlich besser ausgesehen. Es hätte ein stimmigeres Bild gegeben. Bis hierhin. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich kann ja immer nur von dem reden, was ich bis jetzt gebaut habe. Also hier wäre Luft nach oben gewesen. Bis hierhin ist alles baubar, es passt von der Klemmkraft her, das ist nicht die Frage. Es geht jetzt wirklich nur rein um die Optik. Man hätte hier also
mit minimalsten Mitteln maximale Erfolge gehabt. Und ich glaube kaum, dass es jetzt ein Preisunterschied gewesen wäre, ob man jetzt 8 1x2er oder 4 1x4er da reingepackt hat. Kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wäre, glaube ich, nicht teurer gewesen. Auch, dass man hier diese Ecken, dass man die damit gelöst hat, uns hier 1x1 und 1x2 Plates mit dabei zu legen. Es gibt die über Eck. Auch das hätte man machen können. Man hätte diese beiden Ecken hier wesentlich schneller stabilisieren können. So, das ist das, was ich bis hierhin habe. Was mir auffällt, muss ich gucken, wie sich das durchzieht. Diese Grundplatte ist nicht 100% gerade. Das kann man wirklich nicht behaupten, dass es so wäre. Bis hierhin geht es eigentlich. Aber immer, wenn man mal so ein bisschen hier drauf rumdrückt, kommen diese riesengroßen Fliesen, die kommen dann hoch. Da bin ich also immer mal wieder am Nachdrücken, ob sich das zum Schluss erledigt hat, wenn alles fertig ist. Wenn das Dach hier drauf ist, ein bisschen stramm ist und das Ganze runterdrückt, muss man gucken. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Jetzt im Moment ist es aber wirklich so, dass ich so in jedem zweiten, dritten Bauschritt hier einmal so ein bisschen die Fliesen wieder nach unten drücken muss, weil sie dann nach oben kommen. So, das ist das, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen kann. Ich freue mich nach wie vor mit den Farben. Es kommt ja eigentlich relativ, ich sehe das ja hier selber so ein bisschen das Bild, es kommt gut rüber. Das mit den Farben, das ist eine schöne Sache bis hierhin. Gar keine Frage, will ich überhaupt nicht anzweifeln. Das wird eine schöne Sache, das wird eine optisch wirklich sehr schöne Sache. Bautechnisch bis hierhin ist es definitiv ausreichend. Das ist, man kann sogar sagen, befriedigend. Gut wäre es gewesen, wenn man teilweise so wie hier, ihr seht das, ich mache das hier in einem, da hatte ich gerade erzählt, also das ist sehr früh, das Ganze hier dran zu machen. Aber hier, man kann hier mit anderen Steinen arbeiten. Auch hier hätte man hergehen können, hätte uns die in 1x4 mit dabei gelegt, die beiden Plates. Und schon hätte ich hier auch wieder mehr Stabilität reingebracht, weil ich hier wieder eine Fuge überbaut hätte. Weil gerade hier in dem Bereich, man arbeitet ja hier immer nur mit diesen Einersteinen. Es wäre ein wenig besser gegangen. Das hier funktioniert, aber das Optimum ist es definitiv nicht. So, ich würde sagen, ich habe bis hierhin auf alles angesprochen, was ist gut, was ist schlecht. Jetzt geht es ein bisschen in die Höhe mit der ganzen Tankstelle und dann, ich baue mal, bis ich kurz vorm Dach bin, würde ich sagen. Und dann gucken wir noch mal, was bis dahin geschehen ist und wie es bis dahin dann hält und ob sich noch alles ein bisschen gerade zieht. ...42 Bauschritte sind jetzt erledigt. Viele Fenster sind drin. Ich drehe es mal um. Und 2 Möchtegern-Tore. Warum Möchtegern-Tore? Also hier sieht man nicht, dass der Designer nicht weiß, wie man Rolltore macht. Also das weiß er schon. Das hat er alles richtig gemacht. Aber die Qualität gibt es einfach nicht her. Also hoch funktioniert. Und beim Runter scheitert es im Prinzip. Und dann habe ich hier die Wahl, da sollte man dann hier, also seht ihr, dass ich ziehe das hier wirklich alles auseinander. Ja, könnt ihr jetzt sagen, Olli, du hast ja noch gar kein Dach drauf. Nee, habe ich nicht, aber selbst wenn ich es mit der Hand halte, also seht ihr, da wenn ich es hochschieben möchte, es klappt hier unten entweder nach vorne oder nach hinten weg. Es ist sehr ruckelig. Drehe ich das Ganze rum, habe ich jetzt natürlich die Wahl. Ich habe hier unten 2 Noppen, die würden das Ganze ein wesentlich schöneres Bild beim nach unten laufen lassen geben. Und es würde hier nicht umklappen, aber es würde dann natürlich auch nicht auflegen. Dann wird es wieder einen Spalt hier unten geben. Da wird man sich ein Stück weit entscheiden müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwie wirklich so lasse. Hier ist es alles noch nicht so ausgereift, wie es sein sollte. Dass ich das irgendwie so hängen lasse, also so halboffen in der Schiene.
Es soll ja dann auch mal ein Auto da drin stehen können. Machen wir das mal so. Ich denke mal, so wird man da später stehen lassen können, oder man macht es wirklich zu und packt sich dann nur was rein. Also bin ich noch nicht so ganz glücklich mit. Nee, bin ich noch nicht so ganz glücklich mit. Jetzt will ich mal gerade gucken, wegen dem Maßstab. Kann man da vielleicht schon, komm mal her, vielleicht schon mal ein Auto reinstellen. Also ein Trabant von Kobi würde passen. So hätte man dann zum Beispiel schon mal ein Auto, das stellt man da rein, das bleibt da drin stehen. Warum ich jetzt ausgerechnet einen Trabant genommen habe, um den in die Werkstatt zu stellen, weiß ich nicht. So, das zu den Toren. Türen braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Das zieht sich bei Bluebricks durch alle Sets. Auch da ist das einfach bloß die Steinequalität. Wir haben es beim Bahnhof, wir haben es beim Stellwerk, oder ich habe es beim Bahnhof, beim Stellwerk. Naja, sonst habe ich nichts mit Türen von Bluebricks. Aber es ist ständig das Gleiche. Diese Türen sind wahnsinnig leichtgängig. Man stößt sie einmal an und sie gehen auf und zu, wie sie möchten. Dieses große Fenster hier, aktuell noch an einer Noppe befestigt. Und glaubt mir, das wird nicht fester. Hier oben gibt es keine Noppen mehr, nach unten sind auch keine Noppen. Also hier, die Fenster hängen nur an einer Noppe. Alle anderen Fenster, die hier vorne, das ist fest. Hier sitzt wieder alles 2x2 aufeinander. Hier auch, aber hier ist man hergegangen, man hat glatte Steine und Mauersteine genommen. Hier hätte man jetzt sagen können, gut, baut alles in 1x4. Nehmt uns ein bisschen Fugen weg. Ich sehe das ja jetzt hier auch auf der Seite. Also es ist wirklich Fuge an Fuge an Fuge an Fuge an Fuge. Das hätte man anders lösen können. Da habe ich aber schon meinen Teil zugesagt. Da kann ich jetzt nicht nochmal, oder da muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Das wird dann ja auch langweilig. Also ihr seht, wenn ich ein Tor zumachen möchte, das dreht sich. Ihr habt also so eine Vorstellung davon, wie das klemmt. Richtig ausgetüftelt ist das Ganze. So macht man diese Rolltore. Aber hier scheitert es dann also wirklich so ein bisschen an der Qualität der China-Steine. Die geben das nicht so recht her. Wenn ich das jetzt ein bisschen auseinander... Ich brauche mal 2 Steine, die das ein bisschen auf Maß halten, bevor es wieder heißt, du erzählst hier wieder was. Ist alles zu kurz, alles zu kurz, alles zu kurz. Ich habe jetzt gerade... Hier ist doch was. Ist ja nicht so, als wäre hier nichts für Rolltore. So, nehme ich das hier auch nochmal. Jetzt habe ich ja ein simuliertes Dach, und wenn ich das jetzt aufmachen möchte, also es geht, ja. Also ihr hört, dass das knackt und rattert an allen Ecken und Kanten. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was der Sohnemann in seinem Zimmer stehen haben möchte, damit er mit seiner Tankstelle spielen kann. Da wird er relativ schnell die Lust verlieren, weil diese Tore alle naselang auseinanderbrechen. Hier haben wir ein kleines Steineproblem, ansonsten leider Gottes öfter mal ein Designproblem, so wie diese Fassadenteile, alles an einer Noppe, die Scheiben an einer Noppe, und hier steht immer alles akkurat, Stein über Stein. Mit Verbund ist hier nur ganz, ganz wenig. Das bricht uns dann also immer alles in relativ großen Elementen auseinander. Also Spielfähigkeit bis hierhin relativ begrenzt. Es kommt ja noch ein Dach da drauf. Vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht. Ich sehe hier noch die großen Oberlichter liegen. Vielleicht kommt Stabilität rein. Ich lasse mich überraschen, und damit ich mich überraschen lassen kann, muss ich weiterbauen, und deswegen höre ich jetzt auch wieder auf zu quatschen.
Bauschritt 101 und soweit ist jetzt alles fertig. Ich denke mal, was jetzt noch kommt, das ist das Dach. Deswegen denke ich mal, bevor wir jetzt das Dach zumachen oder bevor ich das Dach zumache, gehen wir noch mal so ein bisschen drauf ein. Das meiste, ich habe ja mein Speedbild, ich zoome ja jetzt ein bisschen weiter ran, da werdet ihr auch einiges gesehen haben. Ich krempel das noch mal um. So, also wir haben hier eine kleine Werkstatt. Hier ist auch eine kleine Werkbank angedeutet. Ne, die Werkbank war hier. Ein paar Regale für Ersatzteile, ein paar Haken für Geräte und für Werkzeuge. Hier in der Ausstellung, weiß nicht, hier ist eine riesen Windschutzscheibe. Ich würde schon bald sagen, das ist eine Ausstellung. Steht ein Motorrad hier draußen. Viele werden diese Zapfsäulen für Mopeds gar nicht mehr kennen, wo man noch selber seinen Sprit hochpumpen musste, um ihn dann wieder auslaufen zu lassen. Ich vermute mal, das soll das Ganze hier sein. Die eigentlichen Zapfsäulen fehlen auch noch. Das Design bis hierhin ist schön. Dass das eine Tankstelle ist, kann man sofort erkennen. Das hat mit den heutigen Tankstellen überhaupt nichts zu tun. Das hatte ich ja gleich in meinem ersten Video schon gesagt. Also das ist so ein Typ, den kennt man aus den 70er und ich glaube, in den 80er wurden sie, glaube ich, auch schon moderner. Also das hier ist so 70er Jahre typisch, was wir hier sehen. Design, ja, okay. Bautechniken, teilweise nein. Das geht nicht. Nehme ich mal nur diese Stelle hier. Hier vorne ist eine Rundung. Sicherlich hat man sich viel Mühe dabei gegeben, das Ganze zu designen. Das ist zweifarbig, beziehungsweise sogar dreifarbig. Das ist alles, ich versuche das irgendwo zu berücksichtigen. Aber dann kann ich nicht darüber hinwegsehen. Ich komme jetzt mal näher damit. Nee, ich mache das mal ganz anders. Ich spieße das mal hier drauf. So, ich hoffe, das stellt sich scharf. Dann kann ich nicht darüber weggehen, dass der Designer, ich vermute, es war der Designer, 3 Plates nimmt mit einer Noppe, setzt die übereinander und packt die dann hier vorne mit rein. So, wenn ich jetzt 3 Plates nehme, die kriege ich nicht 100% gerade. Aber das hat mir der Hersteller doch im Vorfeld auch schon abgenommen. Da muss ich mir eigentlich keinen Kopf machen. Ist jetzt hier noch einer übrig geblieben? Nein, ich sehe jetzt gerade keinen. Schon alle verbaut? Nein, hier ist noch einer. So, ich nehme mir jetzt einen Stein, 1x1. Für die, die es noch nicht wussten, das ist die gleiche Höhe und das ist eine schöne Fläche. Hätte man also hier nicht die 3 1er-Plates genommen, sondern wäre wirklich gleich von Hause aus hergegangen, hätte einen Einerstein genommen, wäre diese Rundung hier vorne schon beinahe schön geworden. So ist das. Das tut weh im Auge. Das ist so unruhig, das ist so unrund. Man kann hier drücken, tun, das ist alles krumm und schief, weil das nächste, was wir gleich haben, ich nehme es dann nochmal ab, damit die Rundung zusammenführt, müssen hier zwei stumpfe Ecken gegeneinander. Jeder, der mit Noppensteinen schon mal gearbeitet hat, der weiß, das hält einfach nicht. Ich hatte es schon mal angedeutet, ich weiß nicht mal mehr, in welchem Video das war. Guckt doch einfach mal rüber nach Polen. Es gibt da eine Firma, die zeigen euch, wie es geht. Moment, ich glaube, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube jetzt, wenn es mal schnell gehen soll, hätte ich auch drüber nachdenken können. Doch. So, wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, hier ist nochmal das, was ich von der Concorde übrig behalten habe, ist hier nochmal drin. Viele kennen das Ganze unter dem Namen Bügelperlen. So, jetzt nehme ich die mal. Jetzt schauen wir mal, passen die auch in China-Steine? Es heißt ja immer, die Hersteller sind kompatibel untereinander. Ich hätte mir die Hilfe mit dabei nehmen sollen. Ich kriege es auch so mit den Finger rein. So, und es ist jetzt schon erstaunlich. Das hält. Das ist was von Kobi. Aber Internationalität funktioniert hier. Das geht also auch
mit den Steinen. Und jetzt hier noch den 1x1 in Gelb mit dabei und das wäre hier nahezu perfekt die Rundung. Das ist jetzt schon, das sind Welten sind das. Also geht ins Kinderzimmer, klaut eurer Tochter die Bügelperlen. Das klappt mit handelsüblichen Bügelperlen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe da schon ganz oft gelesen, handelsübliche Bügelperlen und schon hat andere Seite. Doppelbügelperlen kenne ich jetzt auch nicht. Auch hier wieder zwei Ecken stumpf voreinander. Eine riesen Lücke hier zwischen. Es ist so eine schöne Angelegenheit bis hierhin. Trotz der 1x2 und 1x1 Bautechniken. Auch mit den Fliesen bin ich manchmal nicht einverstanden. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Warum man diesen Weg gegangen ist. Man hätte hier wesentlich andere Steine nehmen können, teilweise nehmen müssen. Wären vielleicht 500 Steine weniger gewesen. Jetzt bin ich mal relativ böse und frech mit meinen Behauptungen. Da hätte man nicht so viel Geld für dieses Set kassieren können. Das ist das, was jetzt hier bei mir als Kunde ankommt. Kauf möglichst viele Steine von mir, bau was zusammen, stell's ins Regal. Für mehr taugt es nicht. Brauchen wir nicht drüber reden. Das wissen wir auch, dass wir bei so etwas, wir kriechen nicht auf den Boden, fahren hier mit dem Auto rein, raus, kaufen uns hier ein Moped und tanken Sprit. Das machen wir alles nicht. Nein, aber trotz alledem möchte man doch Bauspaß haben. Er ist hier streckenweise wirklich weg. So schön wie diese Tankstelle ist, der Bauspaß bleibt liegen. Das ist irgendwo, hier drunter liegt er auch nicht. Ich weiß nicht, wo er hing ist. Ich gucke mal, ob ich noch mal so eine Bügelperle habe. Ich habe auch, hier ist noch eine drin. Ob das jetzt bei den Steinen mit einer Bügelperle funktioniert, weiß ich beim besten Willen. Nein, das wird nichts, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Moment, doch, ich könnte eventuell... Ach komm, nee, du kannst eigentlich da bleiben. Ich brauche mal euch. Ihr kommt jetzt hier hin. Und jetzt kommt meine Bügelperle, damit sie auch... das ist gut, jetzt fehlt die Spannung, dass die Steine teilweise auseinanderfallen. Das wissen wir auch so. Ich probiere jetzt mal gerade vor mich hin. So, jetzt probiere ich das mal. Es ist nur eine. Es ist nur eine. Hier, die ganze Tankstelle bewegt sich, wenn ich daran halte. Hätte ich noch eine zweite gehabt, wäre das perfekt gewesen. So, das lasse ich jetzt so im Raum stehen. Nehmen wir mal so mit, dass das mit einem 0,001 Cent teuren Artikel funktioniert. Die Tore. Ich hatte die Tore angesprochen, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie rum ich es machen soll. Auf der einen Seite gangten sie nicht vernünftig rauf und runter. Auf der anderen Seite hatten sie unten so eine große Lücke. Da habe ich gesagt, okay, es wird Stabilität reinkommen, dann gehen die Tore mit Sicherheit leicht auf. Seht ihr das? Sie gehen leider nicht auf. Das hatte ich auch nicht erwartet. Bin ich ganz ehrlich, deswegen möchte ich das jetzt auch gar nicht großartig kritisieren. Ich persönlich werde das auch nicht auf und zu machen wollen, bin ich ganz ehrlich. Das nehme ich jetzt mal so hin, als Bonus obendrauf. Türen gehen nicht obendrauf. Die zweite, ihr seht das hier. Ich habe nur das Tor in der Hand, ich hebe damit die Tankstelle. Jetzt hebe ich hier schon wieder alles raus, ich höre jetzt auf damit. Die Tore sind zu. Ich werde mir vielleicht doch noch irgendwie Gedanken machen. Ich möchte also wenigstens eine offen haben, weil ich hatte euch das ja in dem ersten Video gezeigt, dass ich diesen schönen Abschleppwagen dafür habe. Den würde ich ja gerne hier reinstellen, einstellen, unterstellen, abstellen wollen.
Okay, aber nicht können. Warum kann jetzt, tut sich hier so ein bisschen was. Also das nehme ich mal so hin, das funktioniert jetzt. Viele werden jetzt sagen, um Gottes Willen, schickt den Müll wieder zurück. Manchmal ist man wirklich so weit, dass man das machen möchte, bin ich ja ganz ehrlich. So, aber man möchte ja auch mal ein bisschen was zu stehen haben. So, jetzt ist auf, ja, und jetzt wieder nicht zu. Wo ist, ach, das Problem ist diese Fassade, habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber auch nur so, nee, jetzt hängt es hier. Heiliges Blechle. Da fallen die Jalousien ab. Ja, ich glaube, da schneide ich dann alles raus. Das will sowieso keiner sehen. Oder lasse ich es drin? Mal schauen. Ihr sollt ja auch was davon haben. Ihr sollt ja sehen, wie es mir geht bei der ganzen Geschichte. Und nachher heißt es wieder, ich hätte wieder irgendwas verschwiegen. Und guck mal, auf einmal hat es funktioniert. Nein, ihr bleibt jetzt schön mit dabei. Ihr quält euch jetzt mit mir dadurch. Wir ziehen dieses Video jetzt unnütz in die Länge. So, das wieder drauf und das hier wieder schön. Das ist jetzt alles schief und überhaupt und sowieso. Ich will doch eigentlich nur das Tor halb zumachen. Ist es denn zu viel verlangt? Ja, ist es, weil jetzt ist hier schon wieder alles raus. Das gibt's doch nicht. Mann. Jetzt gehe ich hier runter. Das geht nicht mehr. Das geht. Ja, jetzt. Meine Güte, ist das denn immer alles so schwer? Jetzt muss ich nur mal gucken. Ob das von der Höhe her passt. Warum ist denn hier alles jetzt wieder so hell? Das ist schön und da spielt einem dann auch die Kamera noch einen Streik mit dabei. Ich bin wieder da, ihr seid auch noch da. Ich habe hier jetzt den Abschleppwagen. Ach, okay, das passt wieder nicht. Meine Güte. So, also dieses Tor lässt man dann offen, dann passt auch mein Abschleppwagen hier rein. Guck mal ganz zum Schluss, ich stelle den. So, ich wollte ja hier auch noch den Trabi reinstellen, der hier in Reparatur steht. Den müsste ich allerdings ankleben, damit der mir nicht wieder hin. Alles gut, so. Ich muss hier noch ein Dach bauen, alles andere kümmern wir uns dann später drum. Wenn ich mir das hier so angucke, wie viele Fliesen hier sind und wie viele freie Noppen hier noch so sind, auf in den Kampf. Bauschritt 158 und ich glaube, den machen wir mal zusammen, weil als ich den gesehen habe, da bin ich zusammengebrochen. Kann man dann ruhig mal zeigen. Ihr möchtet ja immer wissen, was ist so los, wenn ich mir etwas bei Bluebricks kaufe. So, ich ziehe das zurück. Ich muss immer mal hier so ein bisschen gucken, damit ich sehe, was ihr so seht. So, in Bauschritt 158, da sollen wir uns diese beiden Dinger nehmen. Ich lege sie mal hier hin, so wie es die Anleitung auch macht. Also wenn mir das nicht glaubt, meldet euch an bei Bluebricks, ladet die Anleitung runter, schaut da rein. Bauschritt 158 habe ich jetzt gemacht. Es liegt dort genauso wie auf dem Foto und es steht jetzt noch drunter, an die Zapfsäulen anbringen. Kein Bild mit dabei und gar nichts. Da bin ich schon mal glücklich, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Andersrum frage ich mich, wer hat die Anleitung gemacht? Jetzt Hand aufs Herz, Bluebricks, wenn ihr guckt, wer hat die Anleitung gemacht? Wer denkt sich das aus? Ich baue irgendwann diese Zapfsäulen und im letzten Schritt kommen die Schläuche dran. So, genau aus dem Grunde. Ich muss jetzt alles hier wieder abmachen. Hätte ich das in dem Zuge gleich alles hier dran gemacht,
wäre doch alles in bester Ordnung gewesen. Passt der hier überhaupt rein? Nein, der passt hier nicht rein. Und hierfür ist es auch zu groß. Hier drauf wäre das mal mächtig. Jetzt muss ich mal echt aufs Foto gucken, wie die sich vorstellen, wo das da hin soll. Ah ja, ich verstehe. So soll das sein. Hätte ich auch von alleine drauf kommen können. Aber dafür gibt es ja zum Glück Bauanleitungen. So ist das fein. Machen wir hier den letzten Bauschritt mit zusammen. Und alles ist gut. So, und somit haben meine Zapfsäulen jetzt auch ein bisschen verdrehen. Das ist so ein bisschen, so ist schöner. Wie das an der Tankstelle so ist. Die Schläuche dürfen ruhig ein wenig verdreht sein. So, hier haben wir jetzt die Tankstelle. Auf das meiste bin ich wirklich drauf eingegangen. Was ich sagen kann, wer das Foto schon mal gesehen hat, hier hängt eigentlich so ein Wimpel. Hat man mir nicht gegönnt. Hier vorne käme noch ein Schild hin. Den Halter dafür hat man mir nicht gegönnt. Also muss ich nochmal Ersatzteile bestellen. Machen wir ein drittes Video über die Tankstelle. Ich finde das großartig. Die Tankstelle steht hier. Ich schaffe es noch, ein drittes Video zu machen. Das schaffe ich aber auch nur, weil ich es ja euch gesagt hatte. Ich habe dafür, und das habe ich im ersten Teil gezeigt, diesen putzigen, ich muss mich mal wieder auf den Monitor holen. So, damit ich das sehe. Ja, ihr könnt den sehen. Ich stelle ihn trotzdem mal nach hier hin. Ne, da seht ihr den gar nicht mehr. Den Abschleppwagen, den hatte ich ja schon gebaut. Der soll dann hier drin seinen Parkplatz finden, auch wenn hier normalerweise Fahrzeuge reingehören, die nicht in Ordnung sind. Irgendwo muss er stehen. Und ich persönlich habe mir auch noch den Tankwagen geholt. Der müsste gleiche Baujahr sein, also Anfang der 80er wie der Abschleppwagen. Auch der soll hier noch hin, weil für mich ist und bleibt das hier eine Shell-Tankstelle. Wir haben hier ein No-Name-Produkt. Ich habe nicht die Sticker, das greife ich schon mal gleich vorweg. Es gibt mittlerweile Sticker dafür. Ich habe sie nicht und ich werde sie mir auch nicht holen. Aber ich verlinke euch die unten, genauso wie die Tankstelle, den Abschleppwagen, den Bluebrix hat, den ich mir aber nicht geholt habe, weil ich finde, der passt einfach nicht zu dieser Tankstelle. Und den Tankwagen, den Bluebrix bringen wird, finde ich für diese Tankstelle leider auch nicht passend. Aber ich verlinke euch das unten drin, könnt ihr euch anschauen. Da wisst ihr, worum es geht. Ein Spielfeature gibt es hier. Ein Spielfeature. Kommt wieder hier mein defekter Trabi. Mein defekter Trabi kann leider nicht hier hochfahren, da ist was im Weg, aber mein Trabi kann hier oben stehen. Und damit dann der Mechaniker darunter arbeiten kann, kann er die Hebebühne hochnehmen. Also da haben wir nochmal ein Spielfeature. Ich denke mal, hier ist vielleicht, es ist eine Mutmaßung, aber vielleicht ist dieses Set auch mal zum Spielen gedacht, weil ich kann das hier runternehmen, es hält an keiner Noppe. Ich kann das hier runternehmen, weil auch das hält an keiner Noppe. Ich kann das hier runternehmen, weil das hängt definitiv nur an einer Noppe. Und ich kann das hier auch nochmal runternehmen, weil das auch nur an einer Noppe hängt. Also dieses Dach ist lachhaft festgemacht. Der hatte Probleme mit den Bremsen. Und ich jetzt Probleme mit meinem Zaun. Also bei dem Spielfeature muss man aufpassen, dass der Zaun nicht abfliegt. Bei dem Dach muss man wieder aufpassen, dass man es vernünftig eingesetzt bekommt, weil, wie ihr das gerade gesehen habt, 3 große Fliesen halten an 2 Noppen. Aber es geht. Oder auch nicht. Aber es geht. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich habe alles gezeigt. Was ich witzig finde, ich nehme das mal hier schnell ab. Das ist ganz witzig gemacht. Ich komme hier mal ran. Könnt ihr das sehen? Das ist schwer zu sehen. Doch, ihr könnt das sehen. So ein rotes Technikzahnrad. Hier unten Transklierteilchen. Und wie so eine Art Megafon. Daraus sind hier die Lampen gebaut worden. Das finde ich wahnsinnig interessant. Das sieht witzig aus. Das wiederholt sich auch nochmal hier bei meinem
bei meinem Schild, was man mir geklaut hat. Kommt der Abschleppwagen nochmal rausgefahren. Das ist ganz witzig. So, das lege ich mir jetzt mit hier dabei. Da gilt es ja nochmal wieder, den Ersatzteilservice zu bestimmen, kontaktieren. Es sind viele Teile wieder übrig geblieben. Ich schütte die mal hier mit rein. Irgendwo muss ich ja dann auch mit hin. Also das ist wirklich mal wieder sehr stattlich, was hier übrig geblieben ist. Auch wahnsinnig viele Fliesen. Also ich habe dann hier immer so ein bisschen Angst, dass ich da irgendwas vergessen habe zu bauen, gerade wenn es so viel ist wie auch in diesem Falle wieder. Aber nein, habe ich nicht. Ich habe alles eingebaut, was es einzubauen gab. So, während ich hier noch von links nach rechts schütte, was völliger Unsinn ist, da muss es nämlich hin. Während ich hier jetzt so langsam aber sicher aufräume, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr mit mir zusammen, naja, auch keinen Bauspaß hattet. Klar, vielleicht habt ihr was gebaut nebenbei und hattet euren Bauspaß und nur ich bin wieder leer ausgegangen, zumindest heute. Darf ich mal jammern. Also wie gesagt, Bauspaß. Nein, schön anzusehen. Ja, müsst ihr selber für euch wissen, ob ihr euch das nochmal antun möchtet oder ob ihr euch das antun möchtet, ob es euch diese Tankstelle wert ist, die im Grunde genommen ja in keine City passt, weil die City wesentlich moderner ist wie diese Tankstelle. Aber vielleicht kommt ja noch was, wo man dann wieder Modulars hat, wo das hier perfekt mit dabei passt. So, ich habe jetzt definitiv genug gelabert. Das Video heute war auch ziemlich lang. Ich vermute, dass es ziemlich lang ist. Ich muss es ja erst noch schneiden. Ich bin ja jetzt gerade erst fertig, aber das wird heute wieder ein bisschen viel gewesen sein. So, deswegen Schluss jetzt und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Das ist der Lohn des YouTubers. Haben wir in letzter Zeit in einigen Streams und so immer drüber gesprochen. Nehmt euch diese Viertelsekunde Zeit, drückt den Daumen hoch. Es tut euch nicht weh, die Maus nimmt auch keinen Schaden. Die Abnutzung dabei ist minimalistisch. Mich freut's. Und viele anderen sehen, aha, dem hat's gefallen. Das Video gucke ich mir auch mal an und davon kann ich dann weiter existieren. Bei YouTube ist jetzt ein bisschen doof ausgedrückt, aber so stehen meine Videos relativ gut da, werden vielen Leuten gezeigt und viele haben die Chance, das dann auch zu sehen. Hat es euch nicht gefallen, dann Daumen runter. Schreibt es mir in die Kommentare, was hat euch nicht gefallen. Habt ihr noch kein Abo? Heute ist gratis Abo-Tag. Drückt auf den Button Abo, schon habt ihr das völlig kostenlos. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn es ein neues Video von mir gibt, dann drückt ihr noch die Glocke und alles ist in bester Ordnung. Bis zu meinem nächsten Video. Bitte bleibt gesund, damit wir uns nochmal wiedersehen können. Und wie ich das schon gesagt habe, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.